Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Die Zwergenarmee von Karak Alnur wächst weiter. Neben den Eisenbrechern sind es oft auch die Bergwerker, die den ersten Kontakt mit Feinden haben. Aus diesem Grund sind Spitzhacken und Grubenhämmer weit mehr als nur Werkzeuge. Begleiten wir also eine Gruppe Bergwerker bei ihrer Arbeit in den Stollen. Belgar schwang seine Spitzhacke und der Klang von Stahl, der auf Fels traf, erfüllte die Luft. Trotz des lauten Klangs ging der Ton in den Geräuschen der anderen Arbeiter unter. Der Stollen war erfüllt vom Schlagen der Spitzhacken, dem Schaben der Schaufeln, als Abraum in Loren gewuchtet wurde, und dem Schnauben der Grubenponys, die geduldig warteten, bis sie von ihren Führern mit einem Schnalzen der Zunge das Zeichen bekamen, loszulaufen. Sie waren gut und gerne 20 Arbeiter am Ende dieser Strecke. Vor ein paar Tagen waren sie auf eine neue Silberader gestoßen. Sie war nur dünn gewesen, aber sie wurde langsam breiter und eine erste zaghafte Verästelung wurde sichtbar. Belgar war aus tiefster Seele Bergmann und liebte seine Aufgabe. Für ihn waren das Anlegen von Stollen und die Suche nach Erzadern eine Leidenschaft. Vielleicht sogar ein bisschen mehr noch als für manch andere Zwerge. Seine Erfahrung und Fähigkeiten auf diesen Gebieten wurden von den Mitgliedern seines Clans sehr geschätzt und oft waren es Belgar und seine Gräber, die die Aufgabe bekamen, an besonders schwierigen Orten einen Stollen anzulegen oder bereits einen begonnenen zu sichern. Seine Erfahrung war auch zu den Bergwerkern der anderen Clans vorgedrungen, die seine Erfahrung nutzen wollten. Trotzdem war ihm die einfache Arbeit des Grabens immer noch am liebsten. Die Maschinisten mochten ein höheres Ansehen haben, Schmiede und Edelsteinschleifer sowieso. Die Aufgaben der Hammerträger, Eisenbrecher, Artilleristen und Grenzläufer wesentlich ruhmreicher sein. Aber ohne die einfachen Zwerge, die in den Bergwerken arbeiteten, gäbe es kein Eisenerz, kein Chromriedel, kein Silber und auch keine Edelsteine. Vor allem seine jüngeren Kameraden träumten davon, in die Gilde der Maschinisten einzutreten, die Spitzhacke gegen den Schmiedehammer einzutauschen oder vielleicht sogar als Krieger zu den Grenzläufern oder Eisenbrechern zu kommen. Trotzdem musste jeder Zwerg erst einmal erlernen, wie er einen Stollen grub und die Schätze der Berge aus ihrem Gestein barg. Das waren die Grundlagen, die ihrem Volk Wohlstand und Reichtum gebracht hatten. Belgars alter Lehrmeister hatte immer gesagt, ein Zwerg, der nicht mit einer Spitzhacke umgehen konnte und Pyrit nicht von Gold unterscheiden, hatte nicht das Recht, sich Zwerg zu nennen. So gab es Belgar an seine Lehrlinge weiter. Er setzte die Spitzhacke ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann löste er seine Feldflasche und trank einen Schluck. Das Bier war immer noch angenehm kühl, aber er musste die Flasche bald leeren, sonst würde es schal werden. Das sollte kein Problem sein. Er nahm seine Arbeit wieder auf und ließ die Hacke auf den Fels niederfahren. Das Metall traf auf das Gestein, Stücke lösten sich, die sich vor seinen Füßen sammelten. Als der Haufen groß genug war, dass er mit der Spitzhacke gerade noch die Wand erreichte, stellte er das Werkzeug zur Seite, griff nach der Schaufel und begann die Eimer zu füllen, die hinter jedem Gräber bereitstanden. Bis die Schienen für die Loren weit genug verlegt waren, mussten sie den Abraum auf diese Weise zu den Loren und dann aus dem Stollen schaffen. Das machte nichts. So hatten die Haskals weniger Zeit zum Schwätzen und lernten, was richtig harte Arbeit bedeutete. Belgar dachte an seine Lehrzeit zurück und schmunzelte, was in seinem dichten Bart unterging. Die meisten dieser jungen Zwerge träumten davon, in die Fußstapfen eines der großen Helden der Geschichte zu treten, wie die eines Snorri Weißbart, Thorek Eisenstirns oder auch die eines Joseph Buckman. Nur die wenigsten würden es so zu legendärem Ruhm bringen. Die meisten würden irgendwann wieder in die Minen oder in die Schmieden zurückkehren oder sie gar nicht erst verlassen, weil sie dort ihre Bestimmung fanden. Und auch wenn das Leben und die Arbeit eines Bergwerkers auf den ersten Blick sehr einfach und eintönig wirkten, waren sie das gewiss nicht, wie Belgar aus eigener Erfahrung wusste. Immer wieder stießen sie auf Stollen, die nicht von Zwergen angelegt worden waren. Meistens waren es einfach alte Gänge, die von Tieren gegraben worden waren, die in den Tiefen der alten Welt gelebt hatten, aber jetzt glücklicherweise nicht mehr dort waren. Manche dieser Gänge waren hoch wie die Clanhallen, andere gerade groß genug, dass zwei Zwerge nebeneinander gehen konnten. Hin und wieder stießen sie auch auf Grabwürmer, die sich von den Schätzen des Berges ernährten. Am schlimmsten aber waren die Skaven und die Erzfeinde der Zwerge, die Nachtgoblins. Belgars Gesicht verzog sich zu einer wütenden Grimasse, als er an den Tag dachte, an dem sie aus einem vielversprechenden Stollen geflohen waren, weil diese verlausten Rattenpelze Gas eingeleitet hatten. 10 Minenbrüder waren elendig verreckt. So schnell wie das Gas gekommen war, hatte es sich auch wieder verflüchtigt und Belgar und die anderen hatten sich mit ihren Grubenhämmern und Spitzhacken ihren Stollen zurückgeholt. Einer wütenden Zwergenschar, und sei sie auch noch so klein, hatten diese Rattenpelze nichts entgegenzusetzen. Die Zwerge hatten die Skaven wie Ungeziefer gejagt und zerquetscht. Dann waren sie in die Tunnel der Skaven eingefallen und hatten jedem Skaven, der nicht weggerannt war, den Garaus gemacht und die Tunnel mit gezielten Sprengladungen zum Einsturz gebracht. Danach hatten es diese Mistviecher für lange Zeit nicht mehr versucht, in ihre Stollen einzubrechen. Dann gab es da noch die Nachtgoblins. Belgar schlug mit seiner Axt noch fester zu, als er an sie dachte. Diese missgünstigen, boshaften Kreaturen waren der wahre Fluch der Zwerge.
Irgendwo gab es immer Ärger mit ihnen. Meistens brachen sie in die Minen ein und versuchten von dort aus eine Zwergenfestung zu erobern. Mehr als einmal hatte er seine Spitzhacke im Schädel eines Goblins vergraben. Was anderes konnte man mit diesem Kropfzeug auch nicht machen. Wieder setzte er seine Spitzhacke ab und betrachtete den Haufen Steine, den er aus der Wand gebrochen hatte. Er musste sehr wütend geworden sein. Mit dem Handrücken wischte er sich über die Stirn und griff an eine kleine Kette, die aus einer Tasche seines Lederwamms in eine andere führte. Er förderte einen großen Schatz zutage. Zumindest war es für ihn ein großer Schatz. Eine Uhr, ein Kunstwerk der mechanischen Fähigkeiten der Zwerge. Er hatte sie von seinem Vater bekommen, der sie wiederum von seinem Vater bekommen hatte. Und irgendwann würde Belgar sie seinem Sohn überreichen. Er blickte auf die Zeiger. Das Besondere an dieser Uhr war, dass sie nach zwergischen Maßstäben rechnete. Neben der Zeitrechnung, wie sie auch die Menschen bei ihren Tagesstunden benutzten, war diese Uhr auch mit einer Anzeige für das Schichtsystem der Zwerge versehen. Nach einem kurzen Blick darauf winkte er Habrum zu, der die Glocke vom Gürtel nahm und sie 3-mal laut läuten ließ. Langsam stellten die Zwerge das Hacken ein und alle begannen, das abgeschlagene Gestein in die Eimer zu schaufeln und zu den Loren zu tragen. »Ihr wart aber sehr eifrig, Stollenmeister«, sagte der junge Falter Chunvirson, als er zu Belgar kam und mit ihm die Steine in die Lore lud. »Manchmal überkommt es einen. Das wirst du auch noch lernen, junger Haskell.« Er sah sich kurz um und grinste. Wie schnell manche Kameraden doch waren, wenn es an den Heimweg ging und ein frisch gezapftes Bier zum Feierabend lockte. »Also gut, Männer«, rief Belgar. »Zeit, nach Hause zu gehen!« Sie schulterten ihre Werkzeuge und machten sich auf den Heimweg. Auch wenn sie die Hacken und Hämmer den ganzen Tag geschwungen hatten, kein Zwerg würde auf die Idee kommen, sie in die Loren zu legen. Selbst den jungen Haskells wurde von Anfang an beigebracht, dass sie ihre Schaufeln bei sich behielten. Der Schaft war aus Stahl, genauso wie das Blatt. Und wenn man richtig damit zuschlug, stand der Feind nicht mehr auf. Schließlich erreichte die Gruppe den Hauptstollen und andere Bergwerker schlossen sich ihnen an. Gemeinsam zogen sie als große Schar mit ihren Loren zum Eingang der Mine. Bewacht wurde dieser von grimmig aussehenden Clankriegern, die darauf warteten, dass der letzte Arbeitstrupp in die Festung zurückkehrte. Dann wurden die großen Tore geschlossen. Belgar und seine Leute gingen in ihre Stammkneipe. Hier endete der Arbeitstag für viele. Belgar schob die schwere Tür zum Goldkessel auf und ihm kam ein Schwall aus Pfeifenrauch und der Geruch nach frischem Bier entgegen. Die Schankstube war bereits gut gefüllt. Bis auf den Stammplatz von Belgars Trupp waren die meisten Tische schon besetzt. Hinter der Theke stand Golti und war damit beschäftigt, Krüge zu füllen. Seine Tochter Blanda brachte die vollen Tabletts zu den Tischen. Der Goldkessel war trotz seines Namens nicht der Treffpunkt der Gold- und Silberschmiede, sondern der Bergwerker und Steinmetze. Hin und wieder tagte hier auch der Gildenrat einer der beiden Gilden. Sie baten sich einen Weg zu ihrem Tisch und bevor auch nur einer etwas sagen musste, standen ihre Humpen bis zum Rand gefüllt vor ihnen. Schaum lief die großen Humpen herunter und das Bier roch verführerisch. »Bald werden wir anbauen müssen«, meinte Kiala, einer der Ältesten ihrer Runde. »Männer, rückt zusammen, damit auch unsere jungen Haskells hier ihren Platz am Tisch finden.« Ihre 4 Lehrlinge schauten etwas verlegen zu Boden, setzten sich aber an den Tisch, auf dem für sie ebenfalls Bierkrüge bereitstanden. Die alten Bergleute grinsten einander an, denn jetzt kam etwas, das jeder Haskell über sich ergehen lassen musste. Die Befragung. Am Ende jeden Arbeitstages wurden die jungen Zwerge gefragt, was sie bei der Arbeit gelernt hatten. Vieles wurde von den Alten erklärt, aber vor allem wurde auch erwartet, dass sie bei ihrer Arbeit den Älteren zusahen und dabei ebenso viel lernten. Mit spitzbübischer Freude begannen die Bergwerker Fragen zu stellen. Manche Antworten konnten die jungen Zwerge geben, die Antworten auf andere Fragen konnten sie noch gar nicht wissen und auf manche Fragen gab es keine Antwort. Sie wurden nur im Scherz gestellt, um die jungen Burschen zu verunsichern. So war es bereits seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden gewesen und in einigen Jahren würden die Haskells von heute ihren Lehrlingen mit genauso viel Freude diese Fragen stellen. Es war ein harmloses Scherzen, in dem gleichzeitig auch Wissen weitergegeben wurde. Der angenehme Abend wurde plötzlich von einem lauten Kreischen aus dem Lagerraum der Schenke unterbrochen, gefolgt vom Geräusch eines zerbrechenden Bierkrugs. Der Schankraum war schlagartig still. Ein Langbart mit einer Pfeife im Mund meinte, da wird Blanda wohl eine Ratte gefunden haben. Es herrschte kurz Stille. Dann krachte es erneut aus dem Hinterzimmer und es hörte sich an, als würde ein ganzes Regal voller Krüge zerschmettert werden. Es folgte entsetztes Kreischen, das viel zu hoch für eine Zwergstimme war. Blanda rannte mit weit aufgerissenen Augen aus dem Lager. »Goblins!« schrie sie. Sofort waren die Zwerge auf den Beinen, griffen nach ihren Werkzeugen. Belgar brüllte, »Sieht so aus, als wäre unsere Schicht noch nicht vorbei!« Gefolgt von den anderen Zwergen stürmten die Bergwerker in den Lagerraum. Über die Trümmer eines schweren Regals, unter dem die Beine und Köpfe von Goblins herausragten, kletterten die grünhäutigen Kreaturen und sahen sich entsetzt den Bergwerkern und Steinmetzen gegenüber. Belgar holte mit der Spitzhacke aus und brüllte, »Zeigt ihnen, in wessen Heim sie eingedrungen sind! Stein und Stahl!«
Und mit dem Ende der Geschichte ist diese Einheit Bergwerker fertig geworden. Für alle die sich jetzt fragen, wo ist denn der Musiker der Truppe, das ist der Mann, der sich die Hand so vor das Gesicht hält und wahrscheinlich am Schreien ist. Ich habe keine Ahnung, was er da macht, vielleicht jodelt er oder sowas, aber das ist der Musiker der Einheit. Das ist die einzige Datei, die es zum Thema Musiker gibt. Von daher keine Ahnung, was er macht. Auf alle Fälle hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann wisst ihr ja, lasst mir einen Like oder Kommentar da. Teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.